Manche dieser Arbeiten wurden das letzte Mal vor 40 Jahren, vor 30 Jahren ausgestellt, aber wurden nur in Schwarz-Weiß fotografiert. Keiner wusste zum Beispiel, dass sie ganz farbig sind. Also es ist wirklich eine Entdeckungsreise für die, die nichts über Kießler wissen, aber auch für die, die Kießler sehr gut kennen. Man kennt Kießler eigentlich erstmal als Architekten, als Designer und dass er auch Kunstwerke geschaffen hat und so viele. Das ist viel weniger bekannt. Er hat also auf verschiedenen Hochzeiten getanzt und wenn man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, gehört man auch zu keiner Gesellschaft wirklich dazu. Das ist eigentlich der Versuch, mit dieser Ausstellung ihn als bildenden Künstler zum ersten Mal überhaupt vorzustellen. Er war wirklich mit der Avantgarde des 20. Jahrhunderts gut befreundet. Das hat begonnen in Wien, Adolf Loos, Josef Hoffmann und ging dann auch weiter über Berlin, wo er die Dadaisten kennengelernt hat. Dann später mit dem Einsetzen des Zweiten Weltkrieges und der Flucht nach New York war Kießler ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, vor allen Dingen für die Surrealisten. Viele hochrangige Künstler mehrerer Generationen schätzen ihn sehr. Das war schon zu Lebzeiten so und auch nach seinem Tod. Also unter den Künstlern wurde er nie vergessen. Und diese Ausstellung wurde wirklich mit diesem Fokus konzipiert, dass wir wirklich uns auf die Skulpturen und die gemalten Werke beschränken wollten, um eine ganz neue Facette von diesem wirklich wichtigen Künstler des 20. Jahrhunderts zu zeigen. So eine Ausstellung wird man nicht mehr sehen. Also das ist etwas ganz Außergewöhnliches, aufgrund der Werke, die hier zusammengekommen sind. Es ist unglaublich schwierig, diese Arbeiten zusammenzubringen und das alleine hat auch mehrere Jahre gedauert. Skulpturen zu bewegen, Skulpturen über den Atlantik zu verschiffen, das ist ein Aufwand, der, glaube ich, schon auch ein ganz wesentlicher Grund ist, warum diese Arbeiten nie vorher zu sehen waren. Dieser Bucephalus kommt ja aus dem Nachlass, der eine große Lagerhalle in New Jersey hat. Und dort wurde der Bucephalus halt abgeholt, mit einem Transporter gleich zum Schiff sozusagen gebracht und musste dann die Reise über den Atlantik antreten. Die Frage war dann, wie kommt der Bucephalus, wenn er mal vor der Türe steht, ins Haus? Man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles notwendig ist. Also von Karl Valentin gibt es dieses Sprichwort, Kunst ist schön, macht aber verdammt viel Arbeit. Und selbst für jemanden wie mich, der seit vielen, vielen Jahren mit Kießler Arbeiten zu tun hat, sie recherchiert hat, darüber geschrieben hat, ist es ein unglaubliches Gefühl. So wie wir hier Kießler im Zug sehen, so haben wir es noch nie gesehen. Man hat hier sehr weiche Pastellzeichnungen, die eine wahnsinnige farbliche Frische haben. Man hat hier sehr große Skulpturen, gegossen aus Bronze und anderen Materialien. Während dem Aufbau gab es so viele Entdeckungen, was da dann wirklich aus der Kiste kam. Und als es dann im Raum auch aufgebaut war, das konnte ich mir so genau nicht vorstellen. Also es ist wirklich eine Vielfalt hier, die sich wahrscheinlich so nie wieder so wunderbar zeigen lassen wird. Einfach weil es auch so schwierig ist, diese Werke zusammenzutragen. Neben der Architektur hat er einfach ein reiches interdisziplinäres Werk hervorgebracht. Er hat sich einfach nicht um irgendwelche Grenzen zwischen den eigenen Kunstdisziplinen gekümmert. Das ist unglaublich herausfordernd, aber auch bereichernd, sich mit ihm auseinandersetzen zu dürfen. Und da haben wir versucht, so viele Highlights wie möglich zusammenzutragen. Also wirklich Werke, die noch nie gezeigt worden sind, die schwer aufzubauen sind und die wirklich auch die ganze Spannweite dieses Künstlers einem großen Publikum beibringen können.